Ein trüber Sonntagnachmittag in Paraguay. Es ist Herbst geworden. Vielleicht sieht man es im Hintergrund. Ist natürlich immer noch alles ziemlich grün. Aber manche Blätter fallen ab. Und es ist wirklich herbstlich. Es ist nebelig teilweise. Es ist trüb. Es ist frisch. Den Ofen haben wir an. Und jetzt sind wir eben mit den Hunden schön Gassi. Es ist jetzt gerade Zitrusfrüchtezeit. Wir haben Mandarinen gepflückt und machen Mandarinensaft. Wir haben Orangen gepflückt und machen Orangensaft. Zitronen ohne Ende. Den kann man gut einfrieren, den Zitronensaft. Dann habe ich noch die ganze Zeste abgerieben, also die Zitronenschalen. Habe das getrocknet, wunderbar natürlich zum Backen, aber auch kochen. Ja, und jetzt dachten wir, was kann man mal Neues von uns zeigen? Unsere Solaranlage ist installiert, seit 3 Tagen. Tschakka! Ja, die ist da oben auf dem Dach, sieht man natürlich jetzt erstmal noch nichts. Sieht man noch mal den letzten Graben, der hier aufgebuddelt ist, Stromleitung zum Versorgungshäuschen Solar. Aber natürlich war hier im Garten viel, viel mehr aufgebuddelt, bis runter zum Hauptstromkasten. Ich weiß nicht, wie oft hier dieser Garten schon aufgebuddelt war. Hier sieht man es auch noch. Und Anam stellt die Leiter ans Dach, damit wir jetzt mal gemeinsam gucken können. So, da sind die Schätze. Da liegen sie. Und der Anam, der will jetzt mal erzählen, warum wir eigentlich überhaupt das Ganze gemacht haben. Ja, wir haben hier also 10 Solarpanels installiert und die sind jetzt seit 3 Tagen in Betrieb. Wir haben aber jetzt seit 3 Tagen trübes Wetter. Ich kann auch gar nicht genau sagen, welche Leistung sie so im Schnitt produzieren. Ja, warum haben wir uns für Solar entschieden? Nicht wegen den hohen Strompreisen, sondern um Stromausfälle zu kompensieren vor allem. Also dieses An-Aus, das passiert hier schon mal, gerade im Frühjahr und im Sommer, wenn die Bäume so in die Stromleitungen wachsen. Das ist immer so eine etwas kritische Zeit, insbesondere wenn es danach dabei noch stürmt. Und wir haben es gemacht, ja, um unabhängig zu sein und natürlich auch im Fall der Fälle auch über Nacht und natürlich am Tag eigenen Strom zu haben. Wir haben zwar zu 99,3% in Paraguay sogenannter Ökostrom aus dem riesigen Wasserkraftwerk, aber es werden täglich in Asunción, wie ich gelesen habe, 150 neue Klimaanlagen installiert. Der Strombedarf in Paraguay hat sich innerhalb von einem Jahr um über 30% erhöht. Also es könnte mal mit den großen Zuleitungen in die Städte eng werden. Und das war für uns mit ein Grund, uns dafür zu entscheiden. Und die Anlagen sind erschwinglich heutzutage. Sag mal, und du warst doch so glücklich irgendwie gestern, weil du den Verbrauch gemessen hast und der war irgendwie richtig gut, beziehungsweise hat unsere Anlage das jetzt irgendwie alles schon abgedeckt, gell? Das hat die im Prinzip alles schon zu 100% abgedeckt, trotz bedeckten Himmels, wie ihr seht. Ja, wir haben einen Stromverbrauch ganz grob von einem halben Kilowatt auf dem Grundstück, haben allerdings im Moment auch keine Klimaanlagen laufen oder große Stromverbraucher. Und natürlich gibt es dann auch mal Spitzen, wenn der Boiler aufwärmt oder wenn ein Toaster angemacht wird oder ein Backofen und ähnliches. Mein geliebtes Toastbrot. Ist dann ja natürlich nicht mit einkalkuliert. Das muss ich jetzt auf Dauer in der Statistik mal mir anschauen, was wir so am Tag verbrauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen noch interessiert, wo man denn so Solaranlagen überhaupt bekommt. Ja, im Prinzip auf der ganzen Welt. Wir haben ist made in China. Da muss ich sagen, mit der Anlage bisher top zufrieden. Natürlich sind jetzt erst 3 Tage vergangen, aber was die Anlage kann, ist wirklich eine ganze Menge. Und die Menüführung ist in Deutsch, das ist also super. Man kann die natürlich auch hier kaufen im Land. Hier gibt es auch die Batterien, komplette Anlagen.
nicht unbedingt die allermodernsten Batterien. Da habe ich noch keine wirklichen Geräte gefunden. Es kann sein, dass es die gibt, da habe ich vielleicht auch nicht genug recherchiert. Wir haben diese Lithium-Eisen-Phosphor-Batterien, haben wir uns für entschieden. Ja, jetzt schauen wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sich auch noch fragt, wer einem denn hier so eine Solaranlage überhaupt installiert. Da gibt es Firmen, die habe ich hier gefunden, die sich spezialisiert haben auf Solaranlagen. Es gibt paraguayische Elektriker, die das problemlos installieren. Wurde bei einem Nachbarn gemacht. Wir haben uns für einen deutschen Elektriker, den Daniel, entschieden und der hat das tipptopp gemacht. Da bin ich sehr zufrieden mit. Und preislich war es relativ ähnlich, ne? Die Angebote haben sich kaum was gegeben. Ja. Und ich für meinen Teil wollte das Video jetzt noch ergänzen, weil nur Solar ist ja vielleicht ein bisschen langweilig. Ich war gestern in Altos, da gibt es jetzt einen neuen Wochenmarkt, auch samstags morgens. Und da bin ich ein bisschen rum und habe ein bisschen gefilmt. Und ein paar Eindrücke wollte ich euch zeigen. Das ist jetzt dann noch relativ aktuell. Bevor das wieder 2, 3 Wochen her ist, hänge ich das jetzt noch mit ans Video dran. Heute Samstagmorgen in Altos. Der neue Markt in Altos hat eröffnet. Wir schauen uns das Ganze mal an. Das ist jetzt eine Alternative zu Sunbear-Markt oder zum Sunbear-Markt. Und hier soll wohl später sogar Live-Musik sein. Wir sind noch relativ früh heute. Hallo. Oh, hier ist der tolle Stand vom Reh mit super leckeren Sachen und einem meiner Lieblingsbrote. Das ist ganz da hinten an der Ecke. Laugenstangen und 2 Sandwiches. Oh, ich treffe hier so viele tolle, nette Leute. Und den Chaco. Was machst du denn hier? Also, wir haben Braust du da mediterranen Schönes? Hackfleischstopf, Aha. Currywurst von unserem neuen Grill. Oh. Sogar mit Kurbel. Ich bitte darauf hinzuweisen, Okay. sogar mit Kurbel. Ich muss aufpassen, dass mein Handy hier nicht ins Und gleich heiße Fett fällt. geht das los und dann liegen ja 70, 80 Würste gegen toll. Mittag. Ja, wir sind früh. Pommes, Wir sind Early Birds heute. Currywurst-Pommes, Puszta-Krainer, so eine richtige Krakauer, so eine scharfe. Und Leberkäse in der Semmel. Ach, herrlich. Erstmal langsam anfangen. Ja, aber dann wünsche ich doch, dass viele Leute kommen. Dankeschön, Liebes. Sehr lieb, danke. Was ich toll finde, hier sind auch richtig viele Obst- und Gemüsestände. Da hatte ich ja ein bisschen Sorge. Auf dem Sunbear-Markt gab es ja jeweils nur noch einen Obst- und einen Gemüsestand. Und hier sieht man ja mal so ein bisschen Auswahl. Ja, und meine Lieblingsschnäpse sind auch da. Das freut mich aber sehr. Morgen. Hier gibt es super leckeren Eierlikör. Ach, Pilz hast du auch. Selbstverständlich. Das ist ein Markt ohne Pilz. Das stimmt. Und herrengedeckt, Pilz und Korn. Oh ja, da steht's, herrengedeckt. Geil. Und ihr macht die ja alle selbst, ne? Ja, Nasspilz nicht. Nein, klar, aber hier Aber ansonsten alle Eierlikör. Spirituosen, alle Liköre werden bei uns hergestellt. habe ich ja auch schon durchprobiert. Das ist hier jetzt sozusagen die Fressmeile. Hier kann man sich hinsetzen. Und dann habe ich sogar einen Cocktailstand entdeckt. Da drüben. Der kleinste Cocktailstand der Welt. Die paraguayischen Freunde bauen erst langsam auf. Ich dachte schon, wir sind früh, aber da wird noch aufgebaut. Da kommen, glaube ich, auch noch ein paar Leute. Ich habe gehört auch, dass gleich noch der Bürgermeister kommt und dann ja auch noch die Band. Also das nächste Mal stehe ich dann auch ein bisschen später auf. Ein Stand der Medilife Krankenversicherung. Ich meine, da drüben Futuro ist Beerdigungsunternehmen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber es muss ja auch sein. Hier gibt es Käse. Quesos de cabra. Quesos de Cabra. Con orégano, lavanda, picante y sal. Y dulce de leche también. Tambien. Sí. Ich an einem Stand mit Artemisia, also Beifußsachen.
Produkten. Das finde ich ja großartig. Habe ich mir nämlich noch aus Deutschland mitgebracht. Ah ja, Und ihr macht das jetzt hier? wir bauen das hier in Cacoazú und in Emboscada an. Ja, Ah, ihr baut es an sogar. ja. ja. Und dann wird es verarbeitet. Und das ist jetzt Tee, was ich eben... Das da ist gesehen jetzt habe. ein Blattschnitt und wir haben einen speziellen Samen und der bekannt ist. Das ist nicht der normale Klassiker, der wilde Beifuß, sondern es ist ein spezieller Samen, der einen sehr hohen Artemisinin-Gehalt hat und dementsprechend eingesetzt, gerade auch in der integrativen Klinik, in der Naturheilkunde, wird es eingesetzt in Infekten, aber ursprünglich ist es eigentlich eine Malaria-Pflanze. Malaria, Denguefieber ist so bekannt, ist schon 2000 Jahre alt, kommt aus China und ist irgendwann mal vor ein paar Jahren wiederentdeckt worden. Auch in der Krebstherapie. Und wird sehr, sehr stark auch in der Krebstherapie eingesetzt, hauptsächlich also Brustkrebs, Prostatakrebs ist es auch, ja. Toll, ich finde es schön, dass man das auch hier jetzt bekommt. Ja, super. Wir sind jetzt mit dem zweiten Feld jetzt und die Artemisia-Pflanze wächst hier sehr gut. Ja. Sehe ich denn da? Ja, hi. Vorfeeds to Paraguay. Genau, ab und zu sind wir auch Ich hoffe, ihr macht schön Werbung für den Markt hier. natürlich. auf jeden wir waren Sehr da gut. auch nach unten. Du warst du gerade noch schneller, ne? Und hier ist auch für Düfte gesorgt und ätherische Öle und Raumduft. Schön. Es riecht auch richtig gut hier. Ich will eigentlich hier bleiben. Jetzt habe ich auch hier diesen tollen Stand entdeckt mit kolloidalem Silber und kolloidalem Gold und Borax. Insofern Und hier haben wir auch nochmal selbstgemachte ätherische Öle und Blütenwasser. Also das ist für Eier. Ja, kann man auch Schnapsgläser reintun. Und meine Mama hat direkt wieder gesagt, Schnapsgläser. Die alte Schnapsdrossel. Mit meinem Schwiegersohn schnipse ich gern. geht auch. Sieht aus, als wäre alles handgemacht. Ist auch. Schön. Der Stefan ist auch da. Den habe ich ja schon auf vielen Märkten gesehen. Und immer wieder lecker. Der gute Honig. Heute sogar flüssig und cremig. Oh ja. Und ich habe mal was Neues ausprobiert. Walnüsse in Honig. Braucht man nur noch Joghurt zu, Ach, vielleicht eine Prise lecker. Pollen drüber. Ja, Ein 1A-Frühstück oder Nachtisch. sehr gut. Das macht mich auch. Ja? Okay. Also, meine Mama hast du überzeugt. Inzwischen hat sich der Markt auch richtig gefüllt. Man muss sich hier ziemlich durchquetschen, zumindest hier durch den Obst- und Gemüseabteil. Und die Band ist immer noch nicht da hinten. Ich warte jetzt aber nicht mehr auf die Band, auch wenn sie sich langsam formiert. Wir gehen jetzt nach Hause. Aber der Markt hat sich sichtlich gefüllt. Der Bürgermeister soll ja eigentlich auch noch kommen.